Hallo, hier ist die Marmeladenoma. Heute erzähle ich eine Geschichte von der Kindheit und mein Janik ist natürlich wie immer dabei. Wir hatten einen großen Garten. Das Leben im Garten wäre so schön gewesen, wenn da nicht ein Nachbarssohn gewesen wäre, der mich nicht leiden konnte und mich quälte, wo er konnte. Es waren 6 Gärten nebeneinander hinter dem Reihenhaus, wo wir wohnten. Die Gartentüren führten alle auf einen gemeinsamen Gartenweg. Jeder konnte sich dort aufhalten, der in diesem Reihenhaus wohnte. Viele Male, wenn ich in unserem Garten war, sah ich ihn vor seinem Garten am Boden hocken und immer vor sich hin pfeifen. Ich wusste, was er tat. Und mein Herz krampfte sich zusammen. Angst und Mitleid kämpften in mir, aber das Mitleid siegte immer. Mitleid mit den armen Tieren, die er quälte. Es waren Weinbergschnecken, die er mit einem Hölzchen aus ihren Häuschen stocherte, verletzte und dann liegen ließ. Das erste Mal, als ich das sah, bat ich ihn flehentlich, das nicht zu machen. Er lachte nur und sagte: „Das sind unsere Schnecken aus unserem Garten, mit denen kann ich machen, was ich will." Und er schlug mich. Er war 3 Jahre älter als ich und viel stärker. So konnte ich den armen Tieren nicht helfen. Das wiederholte sich immer wieder, nur dass ich mich, sobald ich ihn bei seinen Tierquälereien erblickte, wütend auf ihn stürzte und auf seinen Rücken eintrommelte. Er lachte, schüttelte mich ab und verprügelte mich. Ich glaube, das ging einen ganzen Sommer lang so. Moment, geht gleich weiter. Und dann zogen sie endlich fort. Und es kamen neue Menschen in diese Wohnung. Ich sammelte am nächsten Tag die toten Schnecken ein und vergrub sie in meinem Tierfriedhof, in Blumen gebettet. Unverständlich, warum ich das nicht meinen 4 älteren Brüdern sagte. Sie hätten dem bösen Treiben schnell ein Ende gemacht. Ich verstehe das heute nicht mehr, aber ich muss einen Grund gehabt haben damals als Kind. In diesem Tierfriedhof befand sich auch ein tiefes Grab für die Knöchelchen der geschlachteten Kaninchen, die wir sonntags aßen. Aber das ist eine Geschichte für sich. Wenn ich an die Sommer meiner frühen Kindheit denke, fallen mir immer die starken Gewitter nach einem heißen Sommertag ein. Wir hockten fasziniert am Fenster und sahen dem Toben der Elemente zu. Blitz, Donner und dann schwere Regengüsse, wilder Wind peitschte die Äste der Bäume. Mancher kleine Vogelnester und Äste wurden zu Boden geschleudert. Und dabei war es sehr warm. Wenn der Regen aufhörte, sprangen wir im Badeanzug und barfuß hinaus und besahen uns den Schaden. Ich sammelte vor allem die Vögel auf, die noch lebten. Nass und wie tot trug ich sie nach Hause, trocknete sie vorsichtig ab und legte sie auf den Boden eines großen Vogelkäfigs. Es waren dann immer doch einige, die sich erholten, langsam auf ihre Füßchen kamen und irgendwann anfingen, die Körner zu picken und Wasser zu trinken. Das war immer ein unbeschreibliches Glücksgefühl in mir. Die Toten wurden feierlich im Tierfriedhof, in Blüten gebettet, begraben. Und dann begann regelmäßig ein erbitterter Kampf mit meinem Bruder Erwin, der 6 Jahre älter war als ich. Eigentlich war er mein Lieblingsbruder, aber manchmal hatte er Ansichten, die mir zutiefst zuwider waren. So, das ist das Gesetz der Natur, der Starke frisst den Schwachen. Diese Vögel sind vom Himmel gefallen als Nahrung für meine Schlangen. Seine Haustiere waren nämlich Ringelnattern, die er in einem großen Terrarium auf dem Speicher hielt. In einem großen Kummer fraßen sie nur Lebendfutter, weiße Mäuse, die er züchtete. So waren meine Gefühle für ihn Liebe und Wut und Tränen. Wir hatten alle ein Lieblingstier. Diese Vögel bekam er natürlich nicht. Im Zweifelsfalle holte ich meinen Vater herbei. Wir hatten alle ein Lieblingstier, das uns allein gehörte. Hund, Katzen, Vögel, Zierkaninchen, Meerschweinchen.
diese Schlangen meines Bruders Erwin, einen Laubfrosch, der in einem großen Einmachglas saß, Wasser, Moos, eine Leiter hatte und mit Fliegen gefüttert wurde. Es war ein sogenannter Wetterfrosch und wir glaubten fest daran, dass er das Wetter anzeigte. Kletterte er auf die Leiter, wurde es schönes Wetter. Im Winter gab es keine Fliegen, dann wurde er mit Mehlwürmern mit einer Pinzette gefüttert. Als ich älter war und meine liebe Mutter schon tot, es war schon Krieg, wurde mein Lieblingstier, meine Freundin, eine Gans, meine Gans, die mein Vater geschenkt bekam, damit wir wieder mal einen guten Braten hatten. Ich flehte ihn an, ich weinte und dann schenkte er sie mir und sie durfte leben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte und die erzähle ich euch das nächste Mal. Für heute soll es genug sein. Das nächste Mal bekommt ihr wieder eine Kindheitsgeschichte zu hören von eurer Marmeladenoma mit ihrem Enkel Janik. Ade.